wird die KI uns ersetzen, wenn sie jetzt plötzlich neue Dinge generieren kann, wenn sie plötzlich kreativ ist? Und ich nehme die Antwort gleich vorweg. Nein, sie wird uns nicht ersetzen. Und Sie kennen diesen Satz, der ist nicht von uns. Die AI wird uns nicht ersetzen, aber Menschen, die die AI als Tool einsetzen können, die haben die Fähigkeit, uns zu ersetzen. Oder die aktuelle Kampagne von Fiverr, die sagt, AI took my job to the next level. Also du hast wie zwei Möglichkeiten. Entweder die AI nimmt deinen Job weg oder du integrierst sie in deinen Job und du nimmst deinen Job zum nächsten Level. Auf Deutsch gesagt, es ist ein zusätzliches Innovationswerkzeug, das wir kennenlernen müssen, das wir verstehen müssen, wie man das einsetzt. Und wir geben Ihnen heute wie so einen Einblick in unser aktuelles Wissen. Und eigentlich muss man sagen, in unseren aktuellen Stand der Unwissenheit. Wir sind in diesem Bereich auch Lernende. Und wenn wir von GKI sprechen, dann sprechen wir von diesen künstlichen Intelligenztools, die uns helfen, neue Inhalte zu kreieren, Texte zu schreiben, Liebesbriefe zu schreiben, Medienmitteilungen zu schreiben, aber auch Bilder generieren, Softwarecode generieren, Musik machen, Videos generieren. Also Tools, die uns helfen, neue Inhalte zu generieren. Und damit erobert es auch eine Domäne, wo wir bis jetzt immer gedacht haben, ja, das ist eindeutig menschlich. Also Kreativität, Sprache, miteinander reden auf eine natürliche Art. Das kann man mit dem Computer nicht. Doch, man kann es jetzt. Der erste Effekt ist, Sie sitzen nie mehr vor einem weißen Blatt Papier. Ähnlich wie so ein Schriftsteller, der einen Roman schreiben will, er setzt sich vor die Schreibmaschine, er sitzt vor diesem weißen Papier, hat einen Schreibstau und er weiß nicht, was er schreiben soll. Sie wollen wahrscheinlich als Innovator, Sie wollen wahrscheinlich keinen Roman schreiben, aber wir sitzen auch ganz häufig sprichwörtlich vor diesem weißen Blatt Papier. Wir brauchen eine neue Idee. Wir wollen ein neues Businessmodell kreieren. Wir wollen Technologien recherchieren. Wir wollen in eine neue Branche reingehen. Wir müssen Softwarecode erstellen. Und wenn Sie diese GKI-Tools haben, sitzen Sie nie mehr vor diesem weißen Blatt Papier, denn Sie haben immer jemanden bei sich, den Sie fragen können. Hey ChatGPT, gib mir eine Idee. Ich zeige Ihnen einfach mal ganz paar Beispiele. Netflix. Was ist eigentlich das Businessmodell von Netflix? Jetzt haben Sie Variante 1, Sie überlegen selber, Variante 2, Sie fragen ChatGPT. Sie sehen rechts die Antwort, können Sie wahrscheinlich lesen, aber die ist sehr sinnvoll. Und Sie haben wieder dieses Erlebnis, da sind einige Dinge drauf, da haben Sie nicht dran gedacht. Und es hat aber andere Dinge drauf, wo Sie denken, ja, da hat der ChatGPT aber nicht dran gedacht. Wenn Sie nicht aus dem Elektronikbereich sind, verstehen Sie bei diesem Schema nur Bahnhof. Kein Problem, fragen Sie ChatGPT. Hallo ChatGPT, erkläre mir dieses Elektronikschema in einfachen Worten. Ich bin ein Laie. Und Sie bekommen eine sinnvolle Antwort. Sie wollen in eine neue Branche gehen. Schallschutz im Verkehr. Hatten wir vor kurzem ein Projekt. Was sind denn die Trends im Schallschutz im Verkehr? Fragen Sie ChatGPT, gib mir die 10 wichtigsten Trends. Sie haben eine Antwort. Sie wollen ein neues Gerät entwickeln, wissen aber nicht, wie es aussehen könnte. Starten Sie DALL-E oder Midjourney oder Stable Diffusion oder was auch immer. Geben Sie ein Gerät zur Messung der Zusammensetzung der Atemluft mit einer zugehörigen App. So könnte es aussehen. Sie wollen Softwarecode erstellen. Sie beschreiben das Problem oder die Aufgabe in menschlichen Worten und Sie bekommen Softwarecode. Sie lassen den Softwarecode laufen, egal ob Sie programmieren können oder nicht. Sie haben vielleicht eine Fehlermeldung. Geben Sie die Fehlermeldung zurück an ChatGPT und sagen, es läuft nicht, ich kriege diese Fehlermeldung. Es wird korrigiert. Sie sehen, es ist eine ganz neue Art zum Arbeiten. Sie können es auch bei der Ideensuche machen. Hier habe ich ein Beispiel mitgebracht von einem Ideenworkshop, den wir vor einiger Zeit gemacht haben. Und während die Menschen im Raum gearbeitet haben, habe ich die gleiche Fragestellung der künstlichen Intelligenz gemacht. Hier sehen Sie die Antworten der künstlichen Intelligenz. Dann habe ich die Leute gebeten, häng deine Idee dazu. Und genau dieses Bild. Hier haben Mensch und Maschine dran gedacht. In diesem Bereich hat nur die Maschine dran gedacht. Hier hat nur der Mensch dran gedacht. Es ist eine Ergänzung. Und darum heißen ganz viele von diesen Tools, von diesen GKI-Tools, heißen Co-Pilot. Sie haben immer jemanden nebendran, mit dem Sie reden, mit dem Sie reflektieren können. Aber Sie werden auch sehr schnell merken, Ihre Rolle als Mensch ändert sich plötzlich. Sie bekommen eine Führungsrolle. Ihre Aufgabe ist, wie formuliere ich das Problem so, dass die GKI es versteht. Und Sie bekommen eine Antwort und Sie müssen führen und überlegen, stimmt diese Antwort? Passt die zu meiner Frage? Wie muss ich sie neu formulieren? Wie muss ich sie plausibilisieren? Also die GKI ist wie so einen neuen Mitarbeiter, den Sie bei sich im Team haben. Tag und Nacht erreichbar. Extrem viel Wissen.
Und er gibt Ihnen immer eine Antwort. Sie können noch 10-mal nachfragen. Er verliert nie die Geduld mit Ihnen. Ein ganz toller Mitarbeiter. Hier habe ich ein Bild von ihm. Er ist aber auch ein bisschen schwierig. Wenn er keine Ahnung hat, er gibt trotzdem eine Antwort. Er gibt nie zu, wenn er es nicht weiß. Ein genialer Mitarbeiter, aber so ein bisschen eine Diva. Was die GKI so schwierig zum Greifen macht, ist, wir stehen am Anfang der Entwicklung. Es gibt ein wunderschönes Video von Bill Gates aus dem Jahr 1995. Da versucht er, das Internet zu erklären in der David Letterman Show. 1995, wir erinnern uns, oder vielleicht auch nicht, das waren die Anfänge des Internets. Wir hatten noch keine Smartphones, wir haben noch nicht online eingekauft, wir haben noch nicht gechattet, sondern man hat mit dem Festnetz telefoniert. Das E-Mail stand erst am Anfang, Google stand am Anfang. Und in dieser Zeit versucht Bill Gates zu erklären, warum dieses Internet, warum das Potenzial hat, uns zu disrumpieren. Und David Letterman sagt, ja, aber ich kann ja auch das Festnetztelefon benutzen. Ja, ich kann ja auch das Radio hören. Ja, ich kann ja auch mit einem Kassettenrekorder etwas aufnehmen. Und wir sind in einer ganz ähnlichen Situation heute. Wir spüren, da kommt etwas, aber trotzdem tun die Tools noch nicht, was wir machen. Machen Sie sich bereit, wenn Sie mit der GKI arbeiten, auf eine Achterbahnfahrt. Das ist eine ruppige Fahrt. Manchmal sind Sie fasziniert und manchmal sind Sie sowas von enttäuscht. Sie sagen, ja, das Tool kann das ja nicht, das ist wirklich so dumm wie eine Zimmerpflanze. Simon gibt uns jetzt einen Überblick darüber, welche Aktivitäten wir bei Helbling gemacht haben. Bitte Simon. Also haben wir uns die Ärmel hochgekrempelt, auch um proaktiv Kompetenzen in diesem Bereich aufzubauen und einen Chatbot entwickelt, einen internen Chatbot, den wir Helbling AI genannt haben. In einem ersten Schritt ging es darum, die Daten so aufzubearbeiten, dass wir sie überhaupt durchsuchen konnten. Wir haben schlichtweg einfach die 50 häufigsten Wörter pro Projekt eruiert und diese dann im Prinzip durchsuchbar gemacht. Und wir haben herausgefunden, dass nur basierend auf diesem Input bereits hilfreiche Antworten möglich waren. Schritt 2 war dann, dieses Wissen oder zugänglich zu machen, allen relevanten Mitarbeitern unter Einhaltung des Datenschutzes, und dafür haben wir eine Chatbot-Applikation darüber gelegt. Da haben wir herausgefunden, dass dieses stichwortartige Input bereits reicht, um sinnvolle und komplette Antworten zu formulieren als Fließtext. Was uns dann schlussendlich beschäftigt hat, waren 4 spezifische Kernfragen. Erstens, der Blick nach außen. Was kann GKI überhaupt? Was ist dran am Hype? Was steckt dahinter? Was funktioniert nicht? Dafür haben wir uns Anwendungstypen und Anwendungsfälle angeschaut und diese geclustert. Und die nächste Frage war dann der Blick von oben. Wie behalten wir jetzt die Übersicht in diesem Themenfeld? Dafür haben wir einen GKI-Radar eingeführt, der im Prinzip diese Cluster und Anwendungstypen auf der einen Seite eine Übersicht und eine Priorität gegeben hat und auf der anderen Seite Veränderungen sichtbar gemacht hat. Damit man die Diskussion, haben wir Tool A für Zweck 1 schon ausprobiert und kriege ich eine Lizenz für Tool B, nicht x-fach führen muss. Was einem im Umgang mit GKI relativ schnell bewusst wird, ist, man muss wissen, wie man fragt. Daher ist es wichtig, dass man Anfragen eindeutig und spezifisch formuliert, dass man Kontext gibt, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, dass man das Ausgabeformat definiert, soll es eine Liste sein, eine Tabelle oder Fließtext. Und das ist neu bei GKI, dass man die Temperatur des Modells vorgibt, soll es eher kreativ sein oder eher faktenbasiert. Klare Anweisungen führen zu besseren Ergebnissen. Dasselbe gilt auch für Kontext, weil nur wir selber die Spezifitäten unseres Problems kennen. Und gleich wie beim Führen von Mitarbeitern gilt auch hier, je mehr wir investieren und je mehr Zeit wir uns dafür nehmen, um Kontext zu geben, desto mehr bemächtigen wir die GKI, uns gute Lösungen zu liefern. Der Zielkonflikt liegt auf der Hand. Je mehr Daten ich teile, desto bessere Ergebnisse erhalte ich, aber desto mehr muss ich preisgeben von mir selbst. Und ich habe keine Ahnung, was genau mit diesen Daten geschieht. Wenn ich mich heute entscheiden muss, ob ich mich mit einer Frage an ein GKI-Instrument
richte, sind folgende Punkte relevant. Erstens, wenn es um potenziell Patent- oder Urheberrechtsthemen geht, dann diskutiere ich diese nicht mit der GKI, weil sehr vieles da noch unklar ist. Zweitens, ich überlege mir immer, wo soll mein Modell laufen und wo sollen meine Daten liegen, weil es gibt da von externer Cloud über meine eigene Firmencloud, die extern gehostet ist, bis zu einem Self-Hosting, sehr viele Optionen, alle mit unterschiedlichen Implikationen bezüglich Kostenaufwand und vor allem eben Datenschutz. Der dritte Punkt ist, ich lese die AGBs dieser Werkzeuge, weil das lohnt sich, weil Datenschutz als Diskriminierungselement genutzt wird, um teure Lizenzen zu verkaufen. Und meiner Erfahrung nach, bezahlen lohnt sich. Und der letzte Punkt ist, ich muss die Ergebnisse kritisch prüfen auf deren Richtigkeit. Sie können es drehen und wenden, wie Sie wollen. Sie können so viel Prompt-Design reintun, wie Sie wollen. Sie können so viel Kontext geben, wie nur möglich. Schlussendlich sind Sie als Mensch verantwortlich für die Qualität des Ergebnisses. Bewahren Sie sich ein gesundes Misstrauen. Gehen Sie davon aus, dass das Ergebnis falsch sein könnte. Und Achtung, Ihr innerer Schweinehund, Ihre Faulheit arbeitet gegen Sie. Sie stehen immer unter Zeitdruck und es ist immer bequemer, Copy-Paste zu machen. Und ja, das ist ja alles so schön dargestellt. Komm, schnell weiter, Präsentation muss losgehen. Nehmen Sie sich die Zeit, die Dinge zu prüfen. Ich zeige Ihnen mal ein paar Beispiele. Ganz einfache Frage. Wann wurde das Swiss Innovation Forum gegründet? ChatGPT sagt 1999. Ich gehe googeln auf die Webseite 2006. Das ist so ein Enttäuschungspunkt. Kann doch nicht sein, dass so eine einfache Frage, dass diese generative künstliche Intelligenz so falsch liegt. Aber es ist genau diese Achterbahnfahrt. So, jetzt haben wir viel geredet über die Achterbahn der Gefühle. Sie werden Erstaunliches sehen, Erstaunliches im positiven und im negativen Sinn. Sie sitzen nie mehr vor dem weißen Blatt Papier, weil sie haben diesen Co-Piloten bei sich. Aber diesen Co-Pilot müssen Sie führen über das Prompt-Design. Schlussendlich sind Sie als Mitarbeiter, als Mensch, sind Sie für die Ergebnisse verantwortlich. Das sind so die Kernpunkte, die ich Ihnen mitgeben will. Und setzen wir uns am Schluss noch so gedanklich an einen Kamin und machen einen Fireside-Chat. Einfach ein paar Abschlussgedanken. Bitte Simon, was sind deine Gedanken zum Umgang mit GKI? Eine der für mich hilfreichsten Analogien in Bezug auf GKI ist, dass GKI auf einer komprimierten Version unseres Wissens oder des Internets basiert und gleichzeitig nicht bereit ist, das zuzugeben. Weil niemand bezahlt gerne für ein Programm, das oft sagt, ich weiß es nicht oder ich bin mir unsicher. Und als Nutzer bin ich demnach selbst verantwortlich, um zu entscheiden, wann welche Auflösung oder Kompressionsstufe genügt für das Problem, das ich habe. Der zweite Gedanke, den ich mitgeben möchte, ist, es ist ein Grundprinzip von mir, dass Werkzeuge allein keine Probleme lösen. Nun, je mächtiger das Werkzeug wird, desto mehr verschiebt sich meine Rolle und mein Beitrag zur Problemlösung in die Führung und die Kontrolle der Ergebnisse. Und ich denke, das ist besonders wichtig, weil wir als Menschen in unserer physischen Welt leben, die GKI im Zusammenhang mit Robotik auf absehbare Zeit noch nicht, sind wir auch verantwortlich dafür, was wir sprichwörtlich in diese Welt rufen. Und wir haben es ein paar Mal gesagt, es ist ein Tool, das wir lernen müssen zu bedienen, dass die Art, wie wir Innovation betreiben, die das verändern wird. Es ist aber auch ein Tool, das das Potenzial hat, uns als Menschen zu verändern. Hier ist der Satz, wo der Vergleich gezogen wird zwischen Social Media und zwischen künstlicher Intelligenz. Die sozialen Medien sind ein Tool, um zu kommunizieren und man denkt, ja, das macht uns sozialer. Hat es teilweise gemacht. Nur um so viel zu sagen. Was ist mit der künstlichen Intelligenz? Macht die künstliche Intelligenz uns als Menschen intelligenter? Jetzt solche Tools, die so disruptiv in unsere Welt hineinkommen, die haben am Anfang immer so das Potenzial, uns Schub zu geben, uns zu unterstützen,
Und je mehr wir uns daran gewöhnen, umso mehr lassen sie dann aber auch Fähigkeiten verkümmern, weil wir uns daran gewöhnt haben, dass wir immer dieses Tool zur Hand haben. Wir alle wissen das von unserem Handy. Digital Detox ist eine Fähigkeit, die wir uns bewahren müssen. Wie lange geben Sie Ihrem Gehirn noch die Zeit, um selber nachzudenken, bevor Sie das Handy hervorholen und das auf Google oder auf Wikipedia nachschauen? Wie lange geben Sie Ihrem Gehirn noch Zeit, um einfach mal ohne Impulse von außen zu sein? Und wahrscheinlich brauchen wir etwas Ähnliches, ähnliche Routinen, auch bei der künstlichen Intelligenz, dass wir sagen, ich nehme bewusst Zeit, wo ich meine Fähigkeit als Innovator, wo ich die pflege, wo ich bewusst die Fähigkeit mir erhalte, halt eben doch mal vor diesem weißen Blatt Papier zu sitzen. Mal wirklich selber nachzudenken, ohne Impulse von außen, wo ich mir auch das Prompt-Design für mein Hirn überlege. Wir haben es heute gehört, Sie können LSD nehmen, ist vielleicht so eine Form von Prompt-Design für Ihr Gehirn, aber wie halten Sie Ihr Gehirn fit? Und wie wollen Sie plausibilisieren? Sie müssen ein Bauchgefühl entwickeln und sagen, das kann stimmen oder das kann nicht stimmen. Das ist dieser Erfahrungsaufbau. Und wenn Sie es schaffen, diese Innovationsfähigkeit für sich persönlich zu erhalten, dann haben Sie eben auch diese Fähigkeit, diese Spalte hier zu füllen. Weil Sie sagen, ich habe eigene Ideen, ich habe eigene Innovationen, wo die GKI nicht draufkommt, aber ich habe frische Ideen und damit, wenn Sie sich diese Eigenschaften behalten, dann haben Sie das Potenzial, erfolgreich dieses Tool einzusetzen und auf Augenhöhe mit der generativen künstlichen Intelligenz zu sein. Und dazu wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.